Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt 5:45. Der Jens ist schon da. Heute begeben wir uns auf eine Reise und zwar nach Tilburg in Holland. So, hallo Leute, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich bin wieder online und zwar heute mit dem Jens Mahnke vom Atomlabor. Wir sind eingeladen worden von Tesla zur Tilburg-Tour. Erstmal gibt es hier im Hampton Hilton in Aachen ein Frühstück für alle Teilnehmer und dann geht es in einer Stunde weiter nach Tilburg in Holland. Das ist kurz vor Rotterdam, wo die Teslas zusammengebaut werden und wir werden dann eine Werksbesichtigung bekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Und Jens, ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich, wie es abläuft. Genau. Ich verlinke euch nochmal den Jens und seinen Blog. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Cooles Lifestyle-Thema, was er da betreibt. Ja, dann schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Lass mal gucken. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück, was für den Gaumen und für die Augen und für das Wachwerden, glaube ich. Wir haben fertig gefrühstückt. Ich glaube, gleich geht es hier los. Wir werden erfahren, wie das Programm für heute aussehen wird. Soweit hier schon mal ganz nett. Lecker essen im Hotel. Das Hilton kann man, glaube ich, empfehlen. Ich habe erfahren, in der Factory darf ich wohl nicht filmen. Ich hoffe, da geht noch was. Kompromiss mal später klären. Aber ja, wäre sehr schade, wenn ich euch nicht mitnehmen kann. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Reise führt uns nach Tilburg ins Werk, dort oben ins Endmontagewerk. Die geplante Ankunftszeit ist ungefähr 11:15 Uhr. Wenn wir ankommen, gibt es ein Check-in. Wir müssen uns kurz registrieren für die Fabrik. Ich glaube, es gibt dann auch noch Infos, was man darf und was man nicht darf. Was ich vielleicht schon vorausschicken kann, ist, dass man leider während der Factory Tour keine Fotos und keine Videoaufnahmen machen darf. Und sonst müssen Sie fragen, vielleicht gibt es auch einen Teil, wo man das darf, aber grundsätzlich ist es nicht erlaubt. Wir werden ankommen und dann zuerst eine kleine Präsentation, ein paar Videos zu Fremont auch, damit Sie sehen, was mit den Fahrzeugen geschieht, bevor Sie in Tilburg ankommen. Ein paar Informationen zu Tesla, die als Kunde oder Baldkunde wahrscheinlich schon vertraut sind. Und dann geht es so eine halbe Stunde und dann werden wir gegen dann 12:15 Uhr, 12:30 Uhr auf die Werksbesichtigung gehen, dauert ca. 45 Minuten und im Anschluss an die Besichtigung gibt es dann noch ein Mittagessen und danach Rückfahrt. Es gibt Kunden, noch nicht Kunden, die haben das Fahrzeug noch nicht erhalten. Wenn wir die vielleicht kurz nachher hier zusammenkopieren können, damit wir sehen, wie wir uns aufteilen. Wir haben Fahrzeuge. Vielleicht gibt es unterwegs einen Switch oder wir machen, dass eine Partei hinfährt und die andere zurück, dass man da so ein bisschen Wechsel mit reinbekommt. Dann vielleicht kurz zum Team, wer hier ist heute. Das Marketing-Team ist komplett versammelt, das komplette deutsche Marketing-Team. Frau Oeller, die den Norden Deutschlands betreut und damit auch die Region Düsseldorf, haben Sie vielleicht schon auf Veranstaltungen kennengelernt. Den Herrn Bauer, der macht Süddeutschland. Also alles von, was ist bei uns, ab Frankfurt in den Süden. Und die Frau Toast, die das Team führt, das Deutschland-Team. Also eine schlagkräftige, aber kleine Truppe. Und Herr Rudert ist auch da, sollte ich vielleicht zuerst erwähnen, Country Director, also Chef Tesla Deutschland, wird uns auch begleiten. Es kann sein, dass er sich in einem von Ihren Wagen dann Platz nimmt. Ich habe noch Platz. Haben Sie noch Platz? Gut. Sehr gut. Genau, das ist für Sie. Das ist ein graues Model S. Ich kann gleich ein bisschen vorgehen, wie wir den Wagen direkt hier Gut. Ich habe auch keine Autos noch nicht. Gut.
es war gerade ein bisschen chaotisch. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Tesla-Werk in Tilburg. Wir sind jetzt hier in einem Model X unterwegs, zu sechst ja, es macht Spaß. Es ist ein tolles Auto, also wirklich beeindruckend finde ich gerade diese riesige Panorama-Frontscheibe. Die habe ich ja schon mal gesehen, aber noch nie so konkret drunter gesessen. Ich bin bisher immer Model S gefahren, wenn ich mal Teslas gefahren bin. Von daher, wow, schon ein cooles Auto. Und hinten ist auch genug Platz, habe ich den Eindruck, für 6 Personen. Das sieht schon, ja gar nicht schön gut. Das Raumangebot ist super hier. Also auch noch Platz für einen Hund in der Mitte quasi. Der könnte jetzt hier auf dem Boden liegen. Super komfortabel. Was aufgefallen ist, hier fehlen Griffe hier oben dran. Ich bin ja noch so sehr altmodisch, was das anbelangt, aber das ist halt wirklich echt so ein kleines Style-Element, was mir fehlt. Weil einfach mal hier diesen Henkelmann machen. Das hat Tesla komplett weggelassen. Dafür andere nette Features dabei. Wie zum Beispiel hier dieses Glasdach über mir, was auch in der Front verbaut ist. Das zieht sich hier durch, so dass nur die Mittelstelle dicht ist. Ganz nett, aber wie gesagt, so ein Griff wäre schon ganz cool. Typisch deutsch, ne? Ja, was der Jens sagt, ist vollkommen richtig. Das versteht, glaube ich, kaum ein Tesla-Käufer, warum gewisse Standards nicht da sind. Das fängt beim Model S schon an mit Getränkehaltern, dass also tatsächlich in den Türen im Model S kein Platz für Flaschen oder so ist. Hier im Model X haben sie es besser gemacht, auch im kommenden Model 3 ist es besser. Aber ja, Haltegriffe gibt es hier nirgendwo. Was auch besonders stressig ist, wenn man seine Hemden in die Reinigung gibt und sie dann nach Hause transportieren will, irgendwo aufhängen muss, dann fehlt da ein Haken. Da gibt es tatsächlich schon Zubehörlieferer, wo man im Internet sich Haken bestellen kann, die man dann einklipsen kann, damit man seine Hemden oder Jacketts aufhängen kann. Ja, also ich bin jetzt gespannt, was in Tilburg beim Tesla mich erwartet oder uns erwartet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir dürfen wahrscheinlich nicht filmen, Fotos wahrscheinlich auch nur eingeschränkt. Von daher, vielleicht kann ich euch nicht das zeigen, was ich sehen kann, aber ich werde auf jeden Fall im Nachgang darüber erzählen, was wir zu sehen bekommen haben. Das Schöne im Tesla ist, man kann ja sogar surfen. So, wir sind immer noch auf dem Weg nach Holland, ins Werk in Tilburg. Wir haben gerade einen Fahrerwechsel gemacht. Ich bin jetzt in der zweiten Reihe und muss sagen, hier sitze ich sich tatsächlich sehr angenehm. Jens hat es ja schon gesagt. Man hat hier viel Kopffreiheit dank dieser Ausbuchtung mit dem Fenster. Das ist schon echt cool gemacht. Hinten sitzen 2 erwachsene Menschen. Das ist offensichtlich auch ganz bequem da hinten, oder? Nee. Nicht so bequem. Wie ist der Eindruck? Also hier hinten ist mehr so für Kinder eigentlich geeignet. Ah, wegen den Beinen, ne? Ja. Für die Beine ist ein bisschen wenig Platz, das stimmt. Ich glaube, es gibt die Köpfe. Wenn hier der Dreier ist, dann. Ja, aber bei wird's jeder Bewegung, da kommt man schon da. Und ich bin ja nicht groß gewachsen. Ja. Also das ist jetzt die 6-Plätze-Konfiguration. Es gibt ja auch noch den 7-Sitzer. Von dem rät aber sogar Elon Musk ab, weil tatsächlich dann die Beinfreiheit für die dritte Reihe sehr, sehr gering wird und auch der Ladeplatz dann natürlich stark abnimmt. So kann man wenigstens ein paar Skier oder längere Pakete in der Mitte durchschieben. Wenn man jetzt gerade sitzen würde, dann kommt man mit dem Kopf an die Decke. Wir machen schon so mittig. Aber die sind schon nach hinten gelehnt, ne? Ist richtig, ne? Bitte? Die sind schon so schön nach hinten. Ja. Also nicht, dass du jetzt automatisch bei jedem Hobel jetzt irgendwie das Gefühl hast, du wirst so nach vorne gedrückt. Nee. Die sind schon fest. Ist vergleichbar wie diese Kuschelsitze im Kino. Alles klar, ja. Also noch den Arm nehmen. Love Seat. Genau, ja, so heißt es. Tesla Model X integrierte Love Seat Konfiguration.
in the sky. Ja, wir sind angekommen, jetzt in Tilburg. Hier ist das Tesla-Werk. Hier wird mit einer Drohne rumgeflogen. Die ganzen Gäste sind jetzt gerade so peu à peu eingetrudelt. Ist ganz nice hier. Schöner Brunnen da vorne. Also hier draußen darf ich euch noch zeigen. Hier stehen natürlich tonnenweise Teslas rum. Das ist schon sehr cool. Ich zeige euch mal eben, wie das Gebäude hier von außen aussieht. Wirklich ein großes Gebäude, aber ja, wie gesagt, ich darf leider nicht drin filmen. Sobald ich diese Tür hier durchschreite, muss die Kamera aus sein. Von daher, ja, tut mir wirklich leid. Ich hätte mich gerne werde aber nach vielleicht euch mal erzählen, wie meine Eindrücke sind. Sehr schade, weil ich sag mal, hier ist keine Entwicklung und nichts. Schon ein bisschen komisch, aber man muss sich daran halten, das ist verständlich. Tesla stellt die Regeln auf. Vielleicht haben wir Glück und dürfen zumindest in der Haustierfunktion mal Bild machen oder so. So viel Zugeständnis haben wir uns dann doch gemacht. Also, ja, bis gleich. So, wir sind aus der Werksbesichtigung wieder raus und auf dem Heimweg. Das Model X ist wieder voll bepackt. Mit 6 Personen geht es wieder zurück nach Aachen zum Hotel, wo heute Morgen das Frühstück gestartet ist. Ein paar Videos durftet ihr jetzt dann doch sehen, da bin ich sehr froh drum. So einfach war das gar nicht, hat ein bisschen Diskussion erfordert, aber ich verstehe die Hemmnisse von Tesla. Sie wollen natürlich, dass das Werk gut dargestellt wird und dass keine Gesichter gesehen werden können und keine Kennzeichen etc. Von daher verstehe ich, Privacy First, finde ich super so. Wie gesagt, ein bisschen Material durften wir jetzt sehen. Es war super interessant. Es gab eine Menge zu sehen, was echt überraschend war. Am eindrucksvollsten fand ich tatsächlich sogar am Ende, konnten wir sehen, wie die Autos aus den Containern ausgeladen werden. Sie kommen also tatsächlich in einem Schiffscontainer, da sind dann, ich glaube, 3 Autos, wenn ich das richtig gesehen habe, also oder sogar 4, werden dort in einem bestimmten System schräg gelagert mit speziellen Konsolen, die von Tesla in den Containern eingesetzt werden. Und so kommen halt mehrere Autos in einem Container nach Tilburg aus Amerika an. Und die werden dann ausgelagert, sind auf so einem provisorischen Fahrschemel. Das heißt, der eigentliche Antrieb und der Akku wird erst in Tilburg tatsächlich montiert. Und irgendwie muss man die Autos ja irgendwo herrollen können. Und deswegen gibt es einen provisorischen Antrieb oder Fahrschemel, wo zumindest Räder drauf installiert werden können, dass das Auto dann rausgezogen oder geschoben werden kann. Also das fand ich sehr interessant und spannend. Ansonsten sehr beeindruckend, dass die
Hallen alle sind super clean, super sauber, weißer Boden, viel Licht. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten scheinbar, so wirkt es für mich von außen. Ja, es war auch relativ entspannt. Es gab also jetzt, ich habe mir vorgestellt, da werden jetzt hier hunderte Autos rausgeschoben. Nein, also man schafft es wohl 110 Autos pro Tag zu bauen oder fertig zu montieren. Und dort finden dann auch gewisse Prüfungen statt. Man hat also den größten Indoor-Testparcours in Europa, glaube ich. Dort werden die Autos auf bis zu 110 km/h beschleunigt. Da geht es über so Rüttelstellen und ja, solche Dinge halt. Dann gibt es eine Lichtprüfung, dann werden die Autopilot-Sensoren werden kalibriert. Und Lack wird geprüft, genau, Wasserdichtigkeit. Es gibt also eine extra Waschkabine, wo das Auto dann genässt wird sozusagen, um zu gucken, ob alles dicht ist. Ja, macht also wirklich einen sehr guten Eindruck. War sehr beeindruckend, mal in so einer Produktion dabei sein zu dürfen. Von Tesla war das super organisiert. Es gab lecker Essen, wurden gut betreut, wurden da auch dann rumgeführt in so einem kleinen Bus. Ja, uns wurde eigentlich alles soweit erklärt und auf Fragen auch geantwortet. Aufs Model 3 sind sie allerdings nicht eingegangen, kann ich auch verstehen. Da waren sie doch sehr zurückhaltend. Wahrscheinlich wissen sie selbst auch gar nicht so viel im Moment noch. Es ist also noch nicht mal klar, ob auch das Model 3 in Tilburg gebaut wird. Das ist noch offen oder noch nicht bekannt zumindest. Ja, was ist uns noch aufgefallen? Jens, hast du noch irgendwie was, wo du sagst, das fandst du besonders spannend? Das fand ich besonders spannend. Also das Shipping, das hast du ja schon angesprochen in den Containern. Dieses Übereinanderlagern fand ich echt ganz cool. Dass die halt wirklich diesen Indoor-Race-Track da quasi haben, um die Testmodelle bzw. die Standardmodelle, die sie da haben, auch direkt mal ausfahren zu können. Und das kannst du natürlich nicht mit einem Benziner machen, das geht einfach nur mit Elektro. Finde ich brillant. Auch, dass der Lautstärkepegel trotzdem sehr, sehr gering war. Ja. Gut, bei Elektro so oder so, aber auch was die Montageanlagen anbelangt. Wenn ich überlege, so Radmontage, da kenne ich das mit Ratschen, die also wirklich echt vor sich hin rattern. Hier hat man bei der Radmontage direkt 5er Schrauben mit großen, ja, wie nennt man das dann, Schraubmaschinen, kann man schon sagen, Schraubrobotern. Das war so eine richtig große Vorrichtung. Die 5 Räder, 5 Schrauben. Ich glaube, da haben wir auch Fotos, also die werdet ihr wahrscheinlich dann sehen. Das wird angesetzt, mal eben das Rad abgenommen und wieder draufgesetzt. Das ist leise. Das fand ich dann auch schon sehr beeindruckend. Das war, du hast recht, das war insgesamt super leise da. Selbst wenn die Autos da rumgerollt sind, klar leise. Beeindruckend war echt, als er da auf 110 km/h beschleunigt hat in der Halle. Ich fand, das war schon krass. Du hörst nichts. Leichtes Summen und das war's eben, ganz genau. Ja, gibt's sonst noch was? Habt ihr noch was besonders war? Ja, jetzt. Also ja, es war doch auch ein anstrengender Tag mit der ganzen Fahrerei. Was ich auch nicht schlecht fand, also es ist also interessant, es sind also tatsächlich alle Autos werden auf dieser einen Linie entmontiert, also Model S, Model X, als auch Rechts- und Linkslenker, alle Farben, also das wirklich alles wird in dieser einen Linie zu Ende montiert, also sprich der Antrieb rein, Akku rein und eben diese ganzen Checks und Kalibrationen, die sie machen. Ja, leider konnten wir in den hinteren Hallen durften wir keine Fotos machen. Ja, da wo es richtig interessant war, muss man jetzt mal einfach mal so sagen. Da, wo man den Motor hätte sehen können, also den Antrieb im Endeffekt, diese Montage auch von der Batterie, das wäre auch nochmal interessant gewesen, das ein bisschen näher zu sehen. Aber klar, da gibt es natürlich Sicherheitsvorkehrungen und wahrscheinlich möchte man auch nicht nur den Datenschutz, sondern auch halt ein bisschen so dieser Werksspionage vorbeugen. Wir wissen, die Chinesen sind halt ja auch ganz hart dran mit der Elektromobilität und da will man wahrscheinlich nicht so viel Technik zeigen, wie das umgesetzt wird. Ja. Also von daher gibt es nur Bilder von uns hier aus dem ersten Bereich der Halle, wo also die Autos, was ja schon auch beeindruckend war, wie dann so ein Model S bzw. X ja auch dann quasi unter so einer Fahrschiene hängt und hängend weiter transportiert wird.
Da war dann auch ein Stand, wo, glaube ich, die Firmware eingespielt wird. Ja, genau. Und wenn die Firmware eingespielt wird, startet so ein Testprogramm, erklärte man uns, wo also diverse Checks passieren, wo die Batterie, Kühlung etc. Ja, wo die Mitarbeiter auch gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Ja. Das wird wohl zentral dann wieder von USA gesteuert und es läuft dann durch. So habe ich das verstanden. Ja, richtig, Weil genau. das halt alles über LTE dann halt auch angebunden ist. Also die ganzen Wagen, so wie hier, unser Modell X, die sind halt kontinuierlich dann besaftet. Ja. Also das war schon... Also ich freue mich, dass wir dabei sein durften. Ich habe so verstanden, dass wir eine der ersten Gruppen waren, die das jetzt hier machen durften. Es war eine Mischung aus Kunden als auch Presse. Und man sagte mir, dass man überlegt, das auch häufiger zu machen. Also bei der Gelegenheit, wie wäre es mit einer Model S-Bestellung? Vielleicht kommt ja auch in die Gelegenheit, mal die Produktion zu sehen. Zumindest in Tilburg hier die Produktion. Respektive mal nachfragen, ob man da nicht mal so eine Superführung machen kann. Ja. Also, und man sagte uns noch, wenn man mal in Kalifornien ist, kann man auch Factory-Touren in dem Werk in Fremont machen, was ich auch sehr interessant finde, wenn man denn mal vor Ort ist. Das scheint wohl problemlos zu sein. Und Ja. da geht es dann auch mehr ins Detail. Da werden die Kisten halt vormontiert. Ja. Das muss man so sehen. Da ist dann der interessantere Part eigentlich, ne? Wäre schon mal spannend zu sehen, wie so eine Markiale, Aluminiumkarosserie zusammengeschweißt wird. Ne? Das ist ja schon Wobei ich es komplett auch interessant fand, also die Schweißnähte, die wir so gesehen haben, die waren jetzt nicht unbedingt die saubersten Schweißnähte, ne? Wo du sagst irgendwie, Mensch, da wurde dann auch nochmal irgendwie großartig nachgefeilt, poliert, so wie man es, Ja, ne? das war schon so rock solid. Richtig, genau. Aber die werden ja getestet, also es scheint zu halten. Ja, Insofern, gut. ja kann, So man, ist es. kann man nicht sagen, ja. Die Schweißroboter das so empfinden als sicher, dann wird es so sein. Ups. Ja, okay. Das erstmal soweit die ersten Eindrücke. Uns fallen bestimmt später noch ein paar Sachen ein. Wir fahren mal weiter zum Hotel. Richmond in the sky. Okay. Ja. Jens testet gerade den Autopiloten. Zum ersten Mal fährt er in einem Auto, was von alleine fahren kann. Und ich glaube, Das ist so ein krasses Gefühl. also das haben wir ja gerade aus dem Wie ist dein Eindruck? Ist freaky, oder? Total. Vor allem geht da erstmal der Puls nach oben. Ja, fühlt sich schon komisch an. Ja, und ich habe immer den Eindruck, der geht zu sehr zur Mitte hin. Dass ich doch eingreifen muss, aber der hält eigentlich die Spur. Ja. So ein ganz leichtes Schaukeln ist drin. Abstand nach vorne hält er ja automatisch, Ja. orientiert sich am Vordermann. Und ja, du weißt erstmal nicht, wohin mit deinen Händen. Du kannst an dem kleinen Hebel auch mal drehen, weil ich habe jetzt auf ganz wenig Abstand eingestellt. Ah, genau. Und auf 3 stellst, hält er ein bisschen mehr. Das ist angenehmer. Ja. Obwohl die Geschwindigkeit jetzt ja aktuell auch noch im moderaten Bereich liegt. Also insofern. Wahnsinn. Vertrau der Macht nur. Ja, aber wirklich. Hast du das Gefühl, jetzt kannst du Rommel spielen oder so, ja, ne? Birgt natürlich auch wirklich die Gefahr, dass du ein bisschen abgelenkt bist und zu viel mit deinem Umfeld interagierst und darüber das Autofahren, das aktive Autofahren dann halt auch vergisst. Und wie Nino da richtig gesagt hat, man wird hier daran erinnert, dass man hin und wieder das Lenkrad dann auch mal wieder in den Griff bekommt. Und ich wollte jetzt gerade bremsen, aber er macht das halt automatisch. Ja? Also da muss man dann halt auch wirklich umdenken. So, mit einem Hebel kann ich das Ganze dann wieder... Wenn du den Hebel schiebst, macht er aus. Muss ich wieder umdrehen? Einfach, eigentlich? nee, das kannst du so lassen. Okay, ja, man merkt es. Okay. Oder wenn du jetzt gebremst oder stark lenkt, hättest du dann automatisch Hätte er auch. ausgemacht. Okay.
wir sitzen im Batmobil, wie Jens sein Auto nennt. Ich konnte jetzt die Fahrt wenig filmen, weil es gab relativ laut. Aber wir sind jetzt in Wuppertal wieder angekommen, hatten den Tesla in Aachen zurückgebracht und sind dann von dort, ja leider, es ist viel schwer auszusteigen. Und ja, wie war der Umstieg auf Verbrenner? Auf Verbrenner, der Umstieg, ja. Dir fehlt auf einmal dieser 100%ige Anzug. Du trittst aufs Gas und dann, ja, du musst halt auch wieder kuppeln. Ne? Das ist schon lässig mit so einem Model X, keine Frage. Vor allem, der ist ja direkt da, der ist direkt aktiv, der geht direkt nach vorne. Also, geiler Anzug. Hast du nicht irgendwie gut. Jetzt muss ich dazu sagen, hier dieser kleine Wagen ist mit seinen knapp 100 PS auf die Größe, aufs Gewicht eigentlich dann auch noch recht agil, aber natürlich kein Vergleich zu diesem Tesla. Ja, ist auch schwer. Ja, und was haben wir direkt gemerkt irgendwie, ne? Du steigst ein und es roch, weil ich die Tür ein bisschen länger offen hatte, es roch nach Abgasen. Ja. Ja, den Stinker stinkt man sehr schnell. Ja, okay, cool. Das war eine coole Tour, fand ich. Definitiv. Wir haben so ein paar Highlights, glaube ich, entdeckt, die wir euch zeigen oder vermitteln konnten. Da wird noch ein Blogartikel verlinkt unten vom Jens, der wird nämlich auch ein paar Sachen darüber bringen. Ja, von dir auch. Genau, von mir auch. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt Spaß an der Sache. Ich bin der Nino vom Danzai-Blog. Freut mich, wenn ihr abonniert, liked und den Jens besucht und mir treu bleibt. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.